Was wäre, wenn ich euch sagen könnte, dass die Geschichten, die wir für Mythen halten, tiefere Wahrheiten enthalten, die unsere Geschichte neu definieren könnten? Könnten die größten Geheimnisse der Menschheit in Mythen versteckt sein, die wir nie zu hinterfragen wagten? Heute entführen wir euch in die Welt der Anunnaki, jener geheimnisvollen Wesen aus den Annalen der ältesten Zivilisationen. Doch unsere Reise geht über die bloße Entschlüsselung alter Legenden hinaus. Wir tauchen ein in die Verbindung zwischen den Anunnaki, dem Geheimnis des Goldes, der Kabbala und einer Entdeckung, die alles verändert, die Geschichte von Medusa. Begleitet uns auf dieser faszinierenden Reise, die das Potenzial hat, unser Verständnis von Vergangenheit und Gegenwart neu zu formen. Bevor wir tiefer in die Mysterien der Anunnaki eintauchen, ist es wichtig, ein verbreitetes Missverständnis aus dem Weg zu räumen. Viele betrachten die Anunnaki als außerirdische Besucher von einem fernen Planeten. Doch das Bild, das wir heute zeichnen, unterscheidet sich grundlegend. Unsere Reise führt uns nicht in die Sterne, sondern tief in unsere eigene Vergangenheit. Doch bevor unsere Reise beginnt, abonniert unseren Kanal und like das Video für weiter Mythen, die aufgedeckt werden müssen. Also fangen wir jetzt an, tiefer einzutauchen. Die Anunnaki, wie wir sie verstehen, sind tief in der Geschichte der Menschheit verankert, eingewoben in die Stoffe unserer ältesten Zivilisationen und Überlieferungen. Dieses Video zielt darauf ab, eine andere Perspektive zu bieten. Eine, die die Anunnaki nicht als Fremde, sondern als zentrale Figuren in der Entwicklung unserer Welt sieht. In diesem Zusammenhang möchten wir auf das Werk von Chris H. Hardy, auf ihren Buch DNA of the Gods, hinweisen. Hardy bietet einen faszinierenden Einblick in die Rolle, die die Anunnaki in der genetischen Formung der menschlichen Spezies gespielt haben könnten. Seine Forschungen untermauern die These, dass die Anunnaki nicht nur in unsere Zivilisationsgeschichte eingegriffen haben, sondern möglicherweise auch in unsere biologische Entwicklung. Habt ihr euch jemals gefragt, welchen Einfluss die Anunnaki auf die Entstehung unserer Zivilisation hatten? Und was bedeutet das für unsere Zukunft? Dieses Verständnis wirft ein neues Licht auf die Beziehung zwischen Mensch und Anunnaki und betont die Komplexität unserer Herkunft. Es ist entscheidend zu verstehen, dass innerhalb der Anunnaki-Zivilisation eine klare Trennung zwischen der Elite und der allgemeinen Bevölkerung bestand. Die Elite, die im Besitz fortschrittlicher Technologien war, nutzte diese Kenntnisse nicht zum Wohle aller, sondern zur Festigung ihrer eigenen Macht und zum Ausbau ihres Reichtums. Diese Technologien, die von der Fähigkeit zur Lebensverlängerung bis hin zu beeindruckenden Bauwerken reichten, blieben der Masse vorenthalten. Stellt euch eine Zeit vor, in der monumentale Bauwerke den Himmel berührten und goldenes Licht in den Hallen der Könige schimmerte. Die Welt der Anunnaki. Gold war nicht nur ein Zeichen von Reichtum, es hatte eine Bedeutung, die weit über das Materielle hinausging. Doch welche Rolle spielte es tatsächlich in den Beziehungen zwischen den Menschen und den Anunnaki? Stattdessen wurden die gewöhnlichen Menschen in einer Art moderner Sklaverei gehalten, ausgenutzt für den Abbau von Ressourcen, insbesondere Gold, und für den Bau monumentaler Strukturen, die heute als Zeugen dieser vergangenen Epoche stehen. Diese Ausbeutung und Unterdrückung der breiten Masse durch eine technologisch überlegene Elite spiegelt ein Muster wider, das sich bis in unsere heutige Zeit zieht, wo Ungleichheit und die Konzentration von Wissen und Macht in den Händen weniger weiterhin kritische Themen sind. Die Geschichte der Anunnaki lehrt uns somit nicht nur über unsere Vergangenheit, sondern auch über die Herausforderungen und Gefahren, die mit ungleichen Machtverhältnissen einhergehen. Weiter geht es mit der Kabbala, einer mystischen Schule, deren Wurzeln möglicherweise bis zu den Anunnaki zurückreichen. Ihre Geheimnisse könnten Licht auf das alte Wissen werfen, das bis heute in Echos nachhallt. Die Kabbala, dieses tiefgründige mystische Werk, verbindet uns auf einzigartige Weise mit dem Erbe der Anunnaki. Es ist ein Text, der sowohl als Tor zur spirituellen Erleuchtung als auch als Pfad in die Abgründe moralischer Verfehlungen fungiert. Die Kabbala offenbart die dualistische Natur der Anunnaki, ihre herausragenden Errungenschaften auf der einen Seite
und ihre verheerenden Fehlschläge auf der anderen. Diese Schriften machen deutlich, dass die Technologien und das Wissen der Anunnaki eine zweischneidige Klinge waren. Sie ermöglichten den Aufschwung großer Zivilisationen, bargen aber auch das Risiko ihres Untergangs. Besonders bemerkenswert sind die genetischen Experimente der Anunnaki. Ihr Vorhaben, lebende Wesen zu erschaffen und zu verändern, spiegelt ein tiefes Verständnis von Wissenschaft und Technologie wider, das jedoch von einer gefährlichen Überheblichkeit geprägt war. Indem sie Riesen erschufen und in das genetische Erbe der Erdenbewohner eingriffen, versuchten sie, die fundamentale Ordnung des Lebens zu überschreiten. Diese Handlungen, angetrieben vom Verlangen, sich göttliche Mächte anzueignen, mündeten in ihre göttliche Bestrafung, der Sintflut, die als direkte Antwort auf ihre Übergriffe gesehen werden kann. Die Anunnaki waren zudem Meister der Langlebigkeitstechnologie, was ihre scheinbar unendliche Lebensspanne erklärt. Diese außergewöhnliche Fähigkeit veranlasste die Menschen jener Zeit, sie als Götter zu verehren, da sie Generationen überdauerten und somit in der kollektiven Erinnerung als unsterblich galten. In diesem Kontext darf auch Helena Blavatsky nicht unerwähnt bleiben, deren Schriften eine Brücke zwischen den alten Weisheiten der Anunnaki und der modernen Esoterik schlagen. Sie bestätigt durch ihre Forschungen die tiefen spirituellen und kosmischen Verbindungen, die unsere Zivilisation mit den Anunnaki teilt. Die Kabbala dient somit als ein umfassender Leitfaden, der nicht nur spirituelle Erkenntnisse vermittelt, sondern auch praktische Anwendungen in Technologie und Herrschaft offenbart. Sie zeigt uns die Folgen auf, die entstehen, wenn solches Wissen missbraucht wird, und wie die Anunnaki für ihre Versuche, die göttliche Ordnung zu stören, bestraft wurden. Ihre Geschichte ist eine mahnende Erinnerung daran, dass der Versuch, göttliche Kräfte zu imitieren, mit tiefgreifenden spirituellen und moralischen Risiken verbunden ist. Und nun kommen wir zur Geschichte von Medusa, einer Erzählung, die so viel mehr sein könnte als nur ein griechisches Märchen. Welche tiefere Bedeutung könnte sich hinter dieser mythischen Figur verbergen, und wie kann sie uns helfen, das Echo der Anunnaki zu verstehen? Unter den zahlreichen Legenden, die die Anunnaki umgeben, hebt sich besonders die Geschichte von Medusa hervor. Ein Wesen, das halb Frau, halb Schlange ist. Diese Figur, die oft missverstanden und als bloßes Monster dargestellt wird, könnte tatsächlich ein Ergebnis der experimentellen Wagnisse der Anunnaki sein. Die Entdeckung eines Sarkophags im Yerebatan-Saray, einem antiken Zisternenkomplex in Istanbul, das heute als Museum fungiert, während der Forschung unter dem osmanischen Sultan Abdülhamid II., wirft Licht auf die tiefe Verflechtung der Anunnaki mit unserer Welt. Dieser Sarkophag, der die Überreste von Medusa bergen soll, bestätigt nicht nur die historische Präsenz der Anunnaki, sondern auch die weitreichenden Auswirkungen ihrer Eingriffe in das natürliche Leben. Das Yerebatan-Saray in Istanbul erzählt mit seinen tiefen, wassergefüllten Hallen und antiken Skulpturen von einer Zeit, in der Mythen und Realität eng miteinander verwoben waren. Es dient als Beweis für die komplexen Eingriffe der Anunnaki in unsere Welt und erlaubt uns, die Geschichte durch die Augen jener zu sehen, die vielleicht direkten Kontakt mit diesen mythischen Wesen hatten. Die Erschaffung von Medusa, interpretiert als ein Versuch der Anunnaki-Elite, ihre Macht und Überlegenheit über die menschliche Bevölkerung zu demonstrieren, wurde zu einem Zeichen ihrer unbestreitbaren Herrschaft. Diese Darstellung von Macht zielte darauf ab, Ehrfurcht zu erzwingen und die Bevölkerung zu unterwerfen. Ein Spiegelbild der Fähigkeiten und des Wissens, das weit über das menschliche Verständnis hinausging. Doch diese Machtdemonstration war nicht ohne Konsequenzen. Die Geschichte von Medusa und ähnlichen Kreaturen könnte als Überschreitung der natürlichen Ordnung betrachtet werden, ein Akt der Hybris, der letztlich zu göttlichen Strafen führte. Ein wiederkehrendes Motiv in den Überlieferungen über die Anunnaki. Diese Erzählungen warnen vor den Gefahren der Überheblichkeit und des Versuchs, sich über die Grenzen des Lebens hinauszuwagen. Die Anunnaki, jene geheimnisvollen Wesen aus den Tiefen unserer Vergangenheit,
haben ihre Spuren in zahlreichen Kulturen hinterlassen. Von den sumerischen Tontafeln über die ägyptischen Pyramiden bis hin zu den untergegangenen Reichen wie Atlantis, die Geschichten über die Anunnaki und deren Einfluss auf die Menschheit sind tief in der Geschichte verankert. Ihre Taten, oft gesehen als direkte Ursache für kataklysmische Ereignisse wie die Sintflut, die Zerstörung von Atlantis oder die Niederlage des Pharaos durch Moses, dienen als mahnende Beispiele für die Grenzen menschlicher Hybris und die Bedeutung, in Einklang mit den kosmischen Gesetzen zu leben. Interessanterweise wird berichtet, dass die Anunnaki die Sintflut überlebten. Nicht, weil sie sich zum Zeitpunkt der Katastrophe auf Atlantis befanden, sondern in Mesopotamien. Nach dem Untergang von Atlantis sollen sie die Zivilisation der Sumerer begründet haben. Trotz des Verlusts eines Teils ihrer Technologie strebten sie danach, ihr Wissen wieder zu erlangen. Ihr Ziel war es, erneut durch technologische Überlegenheit eine Stellung als Götter unter den Menschen zu beanspruchen, wie es die Darstellungen auf sumerischen Tafeln suggerieren. Doch die Geschichte wiederholte sich. Die Sintflut zu Zeiten Noahs, der Untergang Babylons und schließlich die ägyptischen Pharaonen, die durch Moses zu Fall gebracht wurden, sind Beispiele für den zyklischen Kampf zwischen göttlicher Bestrafung und menschlichem bzw. göttlichem Übermut. Jedes Mal, wenn die Anunnaki versuchten, ihre Stellung als Götter zu festigen, folgte eine Katastrophe, die ihre Pläne durchkreuzte. Interessanterweise finden wir in der heutigen Zeit Parallelen zu den Taten der Anunnaki. Die moderne Wissenschaft hat es ermöglicht, auf genetischer Ebene in das Leben einzugreifen, von der Manipulation von Lebewesen bis hin zur Modifikation von Lebensmitteln. Eine reiche Elite, ausgestattet mit Technologien, die für die breite Masse unerreichbar sind, erscheint in einem Licht, das stark an die Geschichten der Anunnaki erinnert. Die Frage, die sich nun stellt, ist, ob wir in der Lage sein werden, aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen, oder ob wir dazu verdammt sind, den gleichen Zyklen von Übermut und göttlicher Strafe zu folgen, die unsere Geschichte seit Anbeginn der Zeit prägen. Die Spurensuche nach den Anunnaki ist mehr als nur ein Blick in die Vergangenheit. Es ist eine Suche nach unserem eigenen Ursprung und unserer Zukunft. Was denkt ihr über die Anunnaki und die Rätsel, die sie hinterlassen haben? Teilt eure Gedanken in den Kommentaren und wenn ihr mehr über die Geheimnisse unserer Geschichte erfahren wollt, abonniert den Kanal und teilt dieses Video.